Wie ich euch bereits berichtete, wird der von vielen sehnlich erwartete Koop-Modus in Medieval Dynasty deutlich mehr, als man zunächst angenommen hatte. Genauer gesagt, erwartet euch hier fast ein komplett neues Spiel, weswegen ich euch alles Wissenswerte zum spannenden Projekt in den Zocker Lounge News zusammengetragen habe. Medieval Dynasty kann eine Erfolgsgeschichte wie aus dem Bilderbuch vorweisen. So konnte sich allein die PC-Version auf Steam bereits über 100.000 Mal verkaufen, zumal die später veröffentlichten Konsolenversionen dem Vernehmen nach dem im Nichts nachstehen. Die bisher reine Singleplayer-Erfahrung schreit aber förmlich nach einem gemeinsamen Koop, weswegen dieser auch bereits vor geraumer Zeit angekündigt wurde, allerdings nach wie vor auf sich warten lässt. Da das Spiel ursprünglich dafür nicht ausgelegt war, muss Entwickler RenderCube vieles von Grund auf neu entwerfen, was wiederum Zeit benötigt. Lange soll es aber nicht mehr dauern, auch wenn es noch kein genaues Release-Datum gibt. Eine Veröffentlichung noch in 2023 ist aber weiterhin fest eingeplant. Im neuen Koop-Modus spielt ihr auf der völlig neu entworfenen Map Oxbow wahlweise alleine oder mit Freunden. Die bekannte ursprüngliche Map The Valley bleibt aber weiterhin Singleplayer-exklusiv. Oxbow soll aber seinen Vorgänger in allen Belangen übertreffen und vor allem Veteranen viel Neues bieten. So wartet die neue Map neben einer völlig neu gestalteten Landschaft auch mit neuen Charakteren auf, zudem mit neu angelegten Dörfern, die sich auch in ihrer Charakteristik und Atmosphäre unterscheiden, und natürlich ganz viel Platz zum kreativen Bauen. Ebenfalls soll euch auf Oxbow eine komplett neue Story mit eigenen Quests und einer ebenfalls neuen Hintergrundgeschichte erzählt werden, die zum Teil das kooperative Spielen fördern sollen. Laut Entwickler RenderCube ist dabei auch viel Arbeit in die NPCs geflossen, die ihren täglichen Arbeiten wie Holzfällen oder Ernten nachgehen, um so eine möglichst realistische Immersion zu erschaffen. Wenn man so will, ist Piastovia die Hauptstadt in Oxbow, die ihr mit euren Kameraden zu Beginn einer Partie als erstes bereist und eure ersten Quests abholen könnt. Was hier auffällt, sind die neuen Mauern um die Siedlung, die vor Banditen und Wildtieren schützen sollen. Inwieweit man diese dann im Team auch selbst errichten kann, ist aber noch völlig offen. Auf vielfachen Wunsch der Community werdet ihr nun auch in der Lage sein, einen weiblichen Charakter spielen zu können. Leider hält man sich auch hier noch etwas vage, so fehlt hier die Info, ob sich die Charaktere unterschiedlich spielen werden, also ob man als gespielte Frau Mittelalter klassisch zum Beispiel andere Fähigkeiten wie Kochen mitbringt, sich dafür aber beim Holzhacken schwerer tut. Stand jetzt sollte man davon aber eher nicht ausgehen. Da ihr euch untereinander gut erkennen sollt, wird das Spiel außerdem um einen durchaus mächtigen Charaktereditor erweitert werden, indem ihr neben Geschlecht, Hautfarbe, Stimme und Alter auch im Detail euer Gesicht via Schieberegler anpassen könnt und so einen einzigartigen Look für euer Team zu erhalten. Beim neuen Ingame-Friseur könnt ihr dann je nach Lust und Laune jederzeit eure Frisuren und Bärte anpassen können. Was wir noch nicht wissen ist, ob der Koop-Modus Crossplay zwischen den Next-Gen-Konsolenversionen und der PC-Version bieten wird. Eine große Einschränkung ist allerdings bereits seit längerem bekannt. Die Last-Gen-Versionen des Spiels für PlayStation 4 und Xbox One werden komplett leer ausgehen, das Koop-Update also erst gar nicht erhalten. Puh, wie geht's euch? Habt ihr Bock drauf? Ich habe tatsächlich schon seit Monaten einige Anfragen aus der Zocker Lounge Community, weswegen ich dies definitiv auf Twitch streamen werde und es gelinde gesagt kaum noch abwarten kann. Wird sicher mega lustig. Sobald es weitere Infos gibt, bzw. endlich der Release-Termin feststeht, werde ich hier für euch wieder berichten. Also gerne Abo dalassen, damit ihr nichts verpasst und bis zum nächsten Mal. Nun liegt es an dir, deinen Weg zu beschreiten und eine erfolgreiche Dynastie zu erschaffen. Deine Medieval Dynasty.